Heute sprechen wir einmal darüber, was besser für dein Business ist. Sollst du Produkte von anderen als Affiliate verkaufen oder sollst du lieber deine eigenen Produkte verkaufen? Ja, hier scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Also, ich meine, es ist natürlich toll. Du beschließt, du möchtest ein Online-Business haben. Du erschaffst eine Plattform oder nimmst eine Plattform wie Instagram oder wie, YouTube oder was auch immer. Dann gehst du hin und, packst Inhalte da drauf, die deine Zielgruppe interessieren könnte und fügst einen Affiliate-Link hinzu, ne? Wir hatten da schon mal ein Video drüber. Habe ich dir gesagt: „Okay, du kannst das Ganze auch ohne eigene Produkte machen.“ Ja, funktioniert auch, ne? Dann packst du 'n Affiliate-Link rein zu einem Onlinekurs, den irgendwer erstellt hat und verkaufst den Onlinekurs. Super, ne? Wenn so 'n Onlinekurs, das weiß nicht, 500-600 € kostet und du kriegst davon 50%, ja, viel besser wird's eigentlich nicht, ne? Für nichts tun, also für Nicht-Erstellen des Produkts jedes Mal 250 € kassieren, perfekt eigentlich. Eigentlich sage ich nur, weil, es ist ja so 'ne Sache, ne? Wenn derjenige irgendwann aus welchen Gründen auch immer beschließt, dass er diesen Kurs jetzt nicht mehr anbieten möchte, ist dann dein Business kaputt? Kannst du dann umschwenken? Kannst du dann einfach von jemand anderem einen Kurs da reinpacken und dann weiterverkaufen? Oder ist dein Geschäft dann tot? Und bevor du so etwas machst, bevor du also hingehst und von jemand anderem ein Produkt bewirbst, ne, ja, wirklich gut bewirbst und deine ganze Energie da investierst, musst du unbedingt wissen, ob es möglich ist, im Notfall, wenn dieses Produkt nicht mehr existiert, das Ganze auszutauschen. Ja? Wenn dem so ist, wenn du dein Business so aufsetzt, dass das machbar ist, dass du das tun kannst, dann brauchst du dir darum keine Sorgen machen. Ne? Dann baust du einfach deinen Account auf, kriegst Abonnenten für deinen Account, kriegst auch im gleichen Schritt ja, vielleicht eine eigene Newsletterliste, was auch immer. Dann brauchst du auf jeden Fall keine Sorge machen, dass du danach dein Business ja, schließen musst, wenn das Produkt nicht mehr existiert. Weil dann kannst du einfach hingehen und sagen, okay, ich verkaufe jetzt nicht mehr Produkt X, sondern ich nehme Produkt Y und es passt aber immer noch. Also sagen wir, dein Account ist über Videoerstellung und du verkaufst einen Kurs zum Thema, so erstelle ich Videos oder gibt es immer Tipps, wie man schöne Videos aufnimmt, wie man, ja, oder mit Fotos, egal, ist völlig egal. Auf jeden Fall gibt es dazu immer Tipps. Und in deiner Bio, ich spreche jetzt von Instagram, verlinkst du auf diesen Kurs, der all diese Sachen zeigt, dann ist alles gut. Den kannst du austauschen, ob du jetzt den einen Kurs bewirbst als Affiliate oder den anderen, spielt da nicht so eine große Rolle. Wichtig ist nur, dass du das im Hinterkopf behältst und das Ganze so anlegst, dass du das im Notfall austauschen kannst. Oder aber, ja, die Königsklasse, ne? Du gehst hin und erstellst dein eigenes Produkt. Ja, darum geht es ja hier eigentlich auf dem Kanal. Ne? Ich erzähle dir ja immer, erstell deinen eigenen Online-Kurs und plan den gut und dann launchst du den richtig toll und dann verkaufst du den immer wieder. Eigentlich sehr viel besser, aber auch sehr, sehr viel mehr Arbeit. Natürlich ist das mehr Arbeit, aber du hast alles in der Hand. Ne? Wenn du irgendwann beschließt, dass dein Kurs zu ist, dass er nie wieder gelauncht wird, dass du den veränderst, dass du ihn vom Netz nimmst oder keine Ahnung, egal was, kannst du das machen. Aber du hast nicht das Problem, dass das jemand anders macht und vor allen Dingen von jetzt auf gleich entscheidet. Und du musst dann einfach, ja, durch, ne? Musst dann einfach da durch. Also, dein Business muss immer auf eigenen Füßen stehen. Du darfst nie von einem anderen Geschäft abhängig sein. Das ist ja auch oft mit den Freelancern so, ne? Also dann diese ganzen Geschäftsmodelle, wo die mal eben jemanden suchen, der irgendeinen Auftrag übernimmt, die Drecksarbeit im Prinzip erledigt und die selber haben das große Geschäft und schicken lauter Leute los, die Drecksarbeit erledigen. Für denjenigen ist es erstmal schön, der kriegt jetzt gerade Geld. Aber im Long Run, was ist denn da? Verdient er auch in einem Jahr von heute noch Geld? Existiert dann das Geschäft noch? Bleibt das so bestehen oder ändern die Konditionen? Geben die plötzlich weniger Geld? Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die
unvorhergesehenerweise passieren können. Dasselbe kann ja auch bei Udemy passieren. Ne? Die ändern jetzt gerade ihr Geschäftsmodell. Ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, was für ein Nachteil das für den Dozenten sein kann. Es geht irgendwie nur um Udemy for Business. Ja, wer da mitmacht, da könnte es ein Nachteil sein. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, werden wir dasselbe verdienen wie bisher. Nur, ich möchte nicht, dass mein Geschäft davon abhängig ist, was bei Udemy passiert. Also ja, Udemy ist super und ja, ich verkaufe da und ja, es gibt viele gute Gründe, dort zu verkaufen, aber es ist ein Zweig in meinem Geschäft, nicht der einzige. Ja? Und so solltest du das vielleicht auch sehen, wenn du andere Sachen bewirbst. Ne? Und dann das Schlimmste noch, du bewirbst die zum Beispiel von Instagram andere Sachen. Das heißt, du hast auch noch einen Instagram-Account, der auch ja nicht wirklich dir gehört, ne? Der gehört Instagram, ne? Und von da aus bewirbst du irgendwas, was dir ebenfalls nicht wirklich gehört. Also was gehört dir denn dann davon, ne? Das ist ja hier die Frage. Also okay, zum einen, du könntest sagen, ich versuche die Leute in meine Newsletterliste zu bekommen. Die gehört dir dann, ja, das ist dann deins. Oder du versuchst sie auf deine Webseite zu bekommen. Das ist auch eine gute Idee. Wenn du aber nur hingehst, einen Instagram-Account hast und die Produkte anderer Leute bewirbst und damit mal ein bisschen Geld oder dein Geld damit verdienst, weil du richtig viel da reinsteckst, da viel Zeit und ja, alles darin investierst, gute Sache. Du hast auch 0 Kosten im Monat. Aber, wie gesagt, dein Geschäft beruht völlig auf dem von anderen, nämlich von Instagram. Und in dem Fall von demjenigen, der den Online-Kurs anzubieten hat. Wenn irgendwer beschließt, irgendwas zu ändern, bist du im schlimmsten Fall out of business. Und deswegen bitte das immer im Kopf behalten, wenn du solche Geschäftsmodelle umsetzt. Ne? Immer überlegen, was kann ich da vielleicht besser machen, wie kann ich das vielleicht ein bisschen tweaken, dass das mein Geschäft wird. Ja? Das geht nicht ohne Risiko. Wann immer du dein eigenes Geschäft haben willst, musst du bereit sein, ein wenig Risiko einzugehen. Und wenn es nur heißt, dass du deine Teachable School oder deine Elo-Page School jeden Monat bezahlst, ja, und dann ein Risiko von, ich sag mal, 50 € im Monat hast. Ne? Sollte machbar sein und kriegst du auch hin. Nur bitte im Kopf behalten, dass diese Möglichkeiten bestehen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über ein Abo, dann wenn du die kleine Glocke anklickst und einen Daumen nach oben da lässt und dann vergiss bitte nicht beim nächsten Mal wiederzukommen. Bis dahin, tschüss.